Das ist jetzt sozusagen mein Zusatzvideo zur 3046 und zur 3047 von Märklin, mein letztes Video, bei dem ich ja diese unterschiedlichen Endgeschwindigkeiten hier auf der Anlage hatte. Und erstmal vielen Dank für eure ganzen Informationen und Kommentare, mit denen ich das eine oder andere dann hier doch klären konnte. Und es ging jetzt speziell um meine beiden Modelle, denn der eine oder andere hat mir geschrieben, dass er auch eine 3027 bei sich zu Hause hat und diese 3027 dann noch langsamer läuft als die 3047, das Nachfolgermodell. Und bei mir ist es ja so, dass die 3047, die DB-Variante, hier eine ganze Ecke langsamer läuft bei gleicher Travo-Einstellung wie die französische Version. Ja, und das sind nochmal die Bilder aus dem letzten Video. Die 3047 hier bei gleicher Travo-Einstellung recht gemächlich unterwegs. Und die französische Variante, die 3046, hier bei gleicher Transformatoreinstellung, eine ganze Ecke schneller, sodass man sie im Grunde genommen nicht parallel auf einem Stromkreis mit einem Travo steuern kann. Und das ist der kleine Transformator, mit dem ich dann in der Regel, wenn ich analog fahre, den Außenkreis hier steuere. Und bei mir stand dann während dieser Fahrten, die ihr eben gerade gesehen habt, der Travo immer ungefähr auf dieser 100er Einstellung. Und meine Vermutung war jetzt, wie hier in dem 1964er Katalog, in der Abbildung bzw. Beschreibung der Lokomotive, dieses Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermöglicht auch Langsamfahrt, dass das eventuell nur auf die 3047 zutrifft und die meiner Ansicht nach mehr oder weniger baugleiche französische Variante hier ein anderes Getriebe oder eine andere Übersetzung eingebaut hat. Und der eine oder andere hat mir dann auch gleich geschrieben, dass ihr euch mal diese Ersatzteillisten, die von Märklin im Netz zur Verfügung gestellt werden, mal angeschaut habt und dass ihr hier keine Unterschiede gefunden habt. Und ich habe mir die natürlich dann auch gleich mal rausgesucht und mir das angeschaut und muss sagen, die Nummern verschieben sich hier zwar, weil auf der rechten Seite die 3047 dann oben ja noch die Windleitbleche und Schrauben und so weiter drin hat, sodass die Nummernbezeichnungen hier in der Abbildung variieren, aber im Endeffekt die Abbildung wirklich exakt gleich ist. Und dann hier in der Liste der Ersatzteile kann man dann auf der linken Seite bzw. linken Spalte jeweils sehen, dass diese Nummern sich, wie gesagt, verschoben haben, aber auf der rechten Seite die Bestellnummern sind alle gleich geblieben und interessanterweise hat Märklin hier dann die Zahnräder aufgeführt, also Z3316 ist dann dieses Doppelzahnrad mit 33 und 16 Zähnen und da kann man dann sehen, dass diese Zahnräder auch bei beiden Modellen exakt gleich sind. Ich habe mir dann nochmal die Ersatzteilliste der 3027 herausgesucht und hier ist die Seite zwar etwas anders aufgebaut, aber im Endeffekt, wenn man hier in die Spalten schaut, kann man erkennen, dass es sich auch hier bei den Zahnrädern um die gleichen Zahnräder handelt. Die Bestellnummern sind hier noch 5-stellig, das hat Märklin dann wohl ab 1964 geändert in eine 6-stellige Nummer, so wie es bei der 3047 und der französischen Variante jetzt hier der Fall war. Aber ansonsten ist auch hier alles gleich und es hat hier auch kein Wechsel stattgefunden vom Innenleben zwischen der 3027 und später der 3047. Und da bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Lokomotiven hier wirklich mal auseinanderzunehmen. Ich habe dann erst die französische Variante mir hier auf den Tisch geholt, mir noch ein Handtuch untergelegt, damit mir die Sachen jetzt nicht wie so oft dann die kleinen Schrauben wegrollen und habe bei der Lokomotive von unten die ganzen Schrauben entfernt und dann das Gehäuse abgenommen. Die gleiche Prozedur dann bei der 3047, wo der Tender hinten mit der Telex-Kupplung ja fest verschraubt und mit den Kabeln verbunden ist, vorne mit dem Lokomotivmodell. Dann habe ich die Lokomotiven mal ohne das Gehäuse auf die Schiene gestellt. Verwechseln können wir hier nichts, weil die 3047, die deutsche Variante, ja immer den Tender noch hinten angehängt hat und habe sie dann einfach mal ohne das Gehäuse fahren lassen. Mein erster Eindruck dann bei der 3047 war, ohne Gehäuse fährt sie jetzt dann bei gleicher Travo-Einstellung, der sich ja immer noch bei 100 befindet, dann jetzt etwas gleichmäßiger und schneller. Habe dann die französische Variante auf die Schiene gestellt und fahren lassen und habe aber hier das Gefühl gehabt, dass sich hier jetzt nicht viel geändert hat im Verhältnis zu den Fahrten mit dem aufgeschraubten Gehäuse. Und um den Unterschied hier besser sichtbar zu machen, habe ich dann beide Modelle mal parallel auf die Schiene gestellt, die schnellere französische nach vorne
Auch hier den Dravo dann auf die 100, musste ein bisschen mehr Gas geben, weil ja beide Lokomotiven jetzt Strom ziehen. Und dann ist der Unterschied jetzt gar nicht mehr so groß. Die französische bleibt zwar schneller, aber nicht mehr in dem Maß, wie das mit dem Gehäuse der Fall war. Und als nächstes bin ich hingegangen und habe die beiden Lokomotiven wieder direkt hintereinander gestellt. Diesmal den Dravo auf die 150 hochgenommen und dann sind die Lokomotiven fast gleich. Das ist allerdings ein Phänomen, was ich auch bei anderen Modellen schon beobachtet habe, dass sich Modelle, die parallel auf einem Stromkreis fahren, unterscheiden, je langsamer die Geschwindigkeit ist. Die eine fährt einfach viel früher an, fährt dann auch schneller als die andere. Aber bei höheren Geschwindigkeiten wird diese Endgeschwindigkeit dann immer ähnlicher. Und die beiden Lokomotiven nähern sich immer weiter an. Allerdings ist das dann hier eine Geschwindigkeit, die für eine Güterzuglokomotive dann im Endeffekt viel zu schnell ist. Und in der Praxis würde man seine Güterzüge eigentlich nicht so schnell fahren lassen. Also bin ich hingegangen und habe die Lokomotiven weiter auseinandergenommen. Erst die französische Version, habe hier das Motorschild gelöst und habe dann den Anker rausgezogen. Vorher noch die Reste, muss man sagen, von den Bürsten und Kohle hier herausgezogen, was gar nicht so einfach war, weil die so kurz waren, dass ich kaum noch dran gekommen bin. Und was ihr dann hier sehen könnt, die Lokomotive ist innen komplett verdreckt, ist wahrscheinlich richtig ordentlich, dauerhaft gelaufen, mehr oder weniger nie sauber gemacht worden. Aber immer noch zu bedenken möchte ich euch hier geben, das ist die Variante, die schneller und leichter läuft. Also muss Dreckverschmutzung und Abnutzung nicht unbedingt dafür sorgen, dass die Lokomotiven prinzipiell schlechter laufen. Zum Vergleich natürlich jetzt auch die 3047 auseinandergenommen. Auch das hat einen kleinen Moment gedauert und dann seht ihr hier die Einzelteile, also Bürsten, Kohlen und der Anker und Kollektor sehen hier noch wesentlich besser aus. Wenn auch im Getriebe, was ihr im Hintergrund sehen könnt, auch so eine Art Styroporbröckchen und so weiter drin sind. Aber im Verhältnis zur französischen Version macht die Lokomotive hier doch einen wesentlich besseren Eindruck. Und hier habe ich dann mal ein Foto gemacht, direkt in die Getriebe der beiden Lokomotiven hinein. Und das bestätigt eigentlich nur, was die Ersatzteilblätter schon vermuten ließen, wenn ihr euch das anschaut. Es sind definitiv beides die gleichen Getriebe, die gleichen Zahnradanordnungen. Und es gibt hier keinen Unterschied mit irgendeiner anderen Unter- oder Übersetzung, was jetzt das unterschiedliche Fahrverhalten einer der beiden Lokomotiven hier erklären könnte. Einer der größten und auffälligsten optischen Unterschiede für mich waren jetzt die beiden Anker, beziehungsweise hier von der Rückseite her gesehen, die Spulenwicklung, und auf der linken Seite ist der Anker von der 3047, der deutschen Variante. Kurioserweise ist der grün, nicht passend zur Lokomotive jetzt hier. Ich dachte erst, das hat was miteinander zu tun, aber ich habe die beiden Lokomotiven jetzt auch getrennt gekauft, sind zwei unterschiedliche Anbieter gewesen im Abstand von einem halben Jahr. Also es ist auch nicht, dass ich jetzt hier die Anker beim Reinigen mal irgendwann vergessen beziehungsweise verdreht oder vertauscht habe. Und aufgrund des Zustands der französischen Lok habt ihr gesehen, dass ich den auch noch nie bis jetzt sauber gemacht habe. Und man kann dann hier erkennen, dass wir hier doch ganz unterschiedliche Wicklungen haben. Das heißt, auf der rechten Seite die französische Variante ist hier wesentlich dünner gewickelt und auf der linken Seite ist meiner Ansicht nach hier wesentlich mehr Umwicklung auf diesen Spulen da drauf. Ich bin dann nochmal hingegangen und habe die Lokomotiven nochmal auf die Schiene gestellt und man kann hier sehen, dass auch die deutsche Variante, wenn ich die so leicht anschiebe, in keinster Weise irgendwo hakt oder klemmt und dann gerade in der Vorwärtsbewegung doch recht leichtgängig ist, sodass also das meiner Ansicht nach auch nichts mit jetzt einer verklemmten Mechanik zu tun haben sollte. Und bei der französischen Variante dann, die ja besser gelaufen ist, sowieso kein Thema. Also habe ich die Lokomotiven dann noch ein bisschen von innen gesäubert und wollte sie dann eigentlich wieder zusammenbauen. Das Säubern der französischen Variante hat sich dann ein bisschen hingezogen, denn da kam noch der eine oder andere Brocken da unten raus. Habe das jetzt alles nur ein bisschen grob gemacht, aber im Endeffekt musste man die Lokomotiven dann mal beide einer richtigen Wartung unterziehen. Sie mal richtig säubern, auch hier mit neuen Haftreifen versehen. Ich denke, das haben die beiden Modelle verdient. Aber ich wollte das Video fertig bekommen. Also war meine größte Investition jetzt hier in der französischen Variante, nochmal die alten, völlig abgenutzten Bürsten und Kohlen auszutauschen.
Und zum Testen, ob das eventuell was mit dem Anker zu tun haben könnte, bin ich jetzt hergegangen und habe in der deutschen Variante den französischen Anker eingebaut und in der französischen Variante dann den aus der deutschen Lokomotive. Dann habe ich die beiden Lokomotiven erstmal wieder ohne Gehäuse auf die Schienen gestellt und dann könnt ihr hier sehen, der Effekt ist definitiv gleich 0. Die französische bleibt weiterhin einfach die schnellere Lokomotive und es dauert nicht lange, bis sie die deutsche hier auf dem kleinen Kreis wieder eingeholt hat. Dann habe ich die beiden Gehäuse wieder aufgesetzt und dann macht das dann natürlich auch keinen Unterschied. Das heißt, auch hier die französische Variante bleibt einfach die schnellere, agilere Lokomotive und holt die 3047 nach kurzer Zeit wieder ein. Warum jetzt also die französische Variante hier wesentlich schneller fährt, kann ich jetzt bei meinen beiden Modellen zumindest nicht klären. Vielleicht ist es ja durchaus möglich, dass die französische Lokomotive, so wie sie innen ausgesehen hat, einfach so durchgenudelt ist und abgefahren, dass sie einfach leichter läuft. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Und vielleicht muss die 3047 einfach noch genug gefahren werden, um ähnlich locker und geschmeidig über die Schienen zu gleiten. Das wird sich irgendwann vielleicht klären können. Vielleicht auch, wenn ich ein weiteres Modell aus dieser Baureihe bekomme, also zum Beispiel die erste Variante der 3047. Und dann würde ich das nochmal vergleichen, um zu schauen, ob wir hier auch unterschiedliche Fahreigenschaften haben. Dann wurde mir geschrieben, dass meine 3047 eventuell ein Teilesatz ist. Und zwar ist es so, dass meine Lokomotive vorne einen 9-speichigen Vorläufer hat und auch der Kreuzkopf eine andere Variante ist. Das müssten dann die neueren Modelle sein. Habe ich auf der linken Seite mal gezeigt. Und auf der rechten Seite ist die ältere Variante mit dem älteren Kreuzkopf und im vorderen Bereich dann der Vorläufer nur mit 6 Speichen. Jetzt habe ich allerdings im Internet nochmal gefunden, und zwar auf der Seite von märklin-sammlerinfos.de und in der Auflistung von Modellplan Collection, dass die vierte Variante der Lokomotive, der 3047, von 1972 bis 1973 gebaut, einige Modelle wohl mit 9-speichigen Vorläufern ausgerüstet sind und die Zylinder auch nur die erhabenen Flächen ohne das Märklin-Symbol haben, was bei meiner Lokomotive zutreffen würde. Deswegen bin ich nicht sicher, ob ich hier wirklich jetzt einen Teilesatz habe oder ob das eventuell die Variante ist, die 1972 oder 1973 noch produziert wurde. Und bei der französischen Variante der 3046 hat mir auch der eine oder andere bestätigt, dass er die Lokomotive tatsächlich in der Version hat, in der der Tender mit der Lokomotive fest verbunden ist, wobei das jetzt auch nicht so schwer ist wahrscheinlich, das von Märklin zu ändern, weil unten bei mir der Stift auch eingeschraubt ist und nicht fest vernietet ist, sodass man das dann im Grunde genommen ganz leicht hat ändern können. Und dass auch hier die Lokomotive Anfang der 70er Jahre dann mit einem 9-speichigen Vorläufer ausgerüstet wurde und sich wahrscheinlich dann hier auch der Kreuzkopf geändert hat. Und hier zum Vergleich habt ihr die französische Variante nochmal rechts im Hintergrund stehen. Und da könnt ihr bei mir sehen, dass das nochmal vorne der 6-Speichen-Vorläufer ist und der ältere Kreuzkopf, so dass meine Lokomotive wahrscheinlich eher der 60er Jahre gebaut wurde. So, und damit bin ich durch mit meinem kleinen Zusatzvideo zur 3046 und 3047. Leider konnte ich den Unterschied der Fahreigenschaften jetzt nicht wirklich klären. Was ich jetzt nicht gemacht habe, das war noch den Feldmagnet auszutauschen. Das wäre vielleicht mal noch eine Möglichkeit, um hier weiter nachzuforschen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir gerne wieder in die Kommentare. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.